Zuallererst habe ich meinem Vater von der Idee erzählt und der hasst Lappen und selbst der fand die Idee gut. Luisa Zoe Wenkemann und Sebastian Seibert haben während ihres Architekturstudiums in Darmstadt beschlossen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Hier in den Räumen ihrer Stoffschmiede GmbH macht Mitarbeiterin Kim gerade Nacktaufnahmen. Viele drohen in die Stirn und fragen so, ja, was verkauft ihr denn da für einen Schweinskram? Das geht aber nicht. Dabei handelt es sich hier um eine ganz und gar unschuldige Geschichte. Während eines Auslandssemesters arbeiten die beiden mit anderen zusammen an einer neuen Methode, Beton zu verschalen. Nicht, wie meist, mit Holz soll es gemacht werden, sondern mit einem umweltfreundlichen, textilen Material, das die Studenten selbst entwickeln. Ja, dann mussten wir leider feststellen, ist jetzt nicht die allerbeste Idee für Beton, weil Beton tatsächlich doch ein bisschen schwer ist und das wird dann nie ausgehalten. Naja, der Enttäuschung zu Trotz war dann auch Luisa der Meinung, man könnte das ja auch anderweitig verwenden, weil wir hatten ja schon unter viel Zeit und Forschung da rein gesteckt. Daheim in Darmstadt sitzen die Studenten oft gemeinsam im Café und überlegen, was man mit dem Stoff, der zum Verschalen von Beton leider nicht geeignet ist, noch machen könnte. Schließlich hat Luisa die zündende Idee. Statt mit Beton soll der Stoff mit menschlicher Haut in Berührung kommen. Das Ergebnis? Unser nachhaltiges Pflege- und Abschminktuch Nackt. Und das ganz Besondere ist eben, dass es 100% aus natürlichen Stoffen besteht und Abschminken allein mit Wasser ermöglicht. Auch Sebastian ist von der Idee überzeugt. Gemeinsam produzieren die beiden ein Video und starten ihre Crowdfunding-Kampagne, um an Startkapital zu kommen. Mit unserem Tuch braucht ihr zum Abschminken nur Wasser. So bekommt ihr alles ab, auch hartnäckige Mascara. Keine Wattepads, keine doppelt und dreifach verpackten Feuchttücher, kein Plastik, kein Müll, keine Abschminkflüssigkeiten, kein Micellenwasser und keine gereizte Haut. All das könnt ihr euch sparen und habt endlich wieder Geld zum U-Bahn-Fahren. Das Video wird ein voller Erfolg. 2000 Bestellungen gehen ein. Alle wollen die Ersten sein, die das nachhaltige Abschminktuch ausprobieren. Und zwar schnell. Ja, genau. Wir waren ja so schlau, den Leuten zu versprechen, wenn ihr jetzt bestellt, dann wird es auch vor Weihnachten noch ankommen. Ja, damit hatten wir dann den Salat. Wir hatten ja alles schon fast vorbereitet, bis es dann dazu kam, dass halt die Schlaufe von dem Tuch tatsächlich einfach auf dem Postweg, wie man das nett formuliert, verloren geht. Und das mussten wir dann schnell nachproduzieren. Keiner hatte noch irgendwelche Fahrzeuge übrig oder Menschen, die nicht irgendwie in Quarantäne waren. Sebastian hat sich mit 2 Freunden in ein Auto gesetzt, die haben sich abgewechselt, sind dann nach Österreich zu unserer Näherei und mussten dann da noch ein bisschen warten. Das war wegen Corona auch super schwierig, weil man tatsächlich gar nicht da übernachten durfte und auch nur geschäftlich einreisen durfte. Wir hatten ja kein Auto, wo drauf stand, was auch immer, Stoffschmiede GmbH, wir dürfen über die Grenze fahren, weil Logistikunternehmen oder so. Sondern dann haben wir halt einfach mit dem Gesellschaftsvertrag an der Grenze diskutieren müssen und sind dann tatsächlich da auch über die Grenze gelassen worden. Dann haben die gewartet, bis die Tücher fertig waren, haben die eingeladen. Währenddessen waren wir hier vor Ort und haben die ganzen restlichen Bestellungen vorbereitet, die Kartons vorgepackt, die Versandmarken draufgeklebt. Sebastian hat gesagt, ich bin in 2 Stunden da. Und tatsächlich ist es alles pünktlich für Weihnachten angekommen. Im Onlineshop kann man sehen, was man an Wattepads, Plastikflaschen und Abschminkflüssigkeit einsparen kann mit dem nachhaltigen Abschminktuch. Das Vermarkten der Nacktprodukte übernehmen die beiden selbst. Luisa zeichnet ihre Nackis für Verpackungen, Postkarten, Aufkleber und T-Shirts. Auf Messen, Weihnachtsmärkten oder in Einkaufszentren präsentieren Sebastian und Luisa ihr Startup. Wir verteilen die Sticker natürlich auch gerne an Kinder. Man sieht hier auch nichts Komisches oder so. Und Nacktsein ist ja auch ganz natürlich und ganz normal. Und dann kam irgendwann eine Mutter mit 2 Söhnen ganz erbost zu uns und meinte, ich habe hier 2 Sticker bekommen. Ich muss jetzt noch mal rausfinden, was es damit auf sich hat, ob das irgendwas Komisches ist. Haben wir erklärt, was es mit Nackt auf sich hat und haben ihr unser Abschminktuch gezeigt und am Ende hat sie ganz fleißig geshoppt, also hat es sich tatsächlich irgendwie doch gelohnt. Neben solchen kleinen Erfolgen gibt es auch immer größere Anerkennung für Nackt. Die neueste Urkunde auf dem Trophäenschränkchen ist unterschrieben von Claudia Roth und Robert Habeck.
Und auch Produkte für Leute, die sich gar nicht schminken, sind jetzt im Portfolio. Ganz im Sinne der Botschaft von Nackt. Nackt ist man ebenso, wie man ist, ehrlich, natürlich und hoffentlich glücklich.